So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute liefere ich mal ein Video nach, was eigentlich schon ziemlich lange überfällig ist. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es ein bisschen schludern lassen. Allerdings habe ich das ja auch am Laufen und habe da dann natürlich auch keine Prädestination oder habe das auch nicht aufgenommen oder recorded, wo ich das eingerichtet habe. Und deshalb möchte ich das jetzt an dieser Stelle nachholen. Und es geht um den Rustdesk Relay Server mit Key-Verschlüsselung. Das ist überhaupt kein Hexenwerk, das siehst du hier einfach an unserer Docker Compose Datei. Wir haben hier den Rustdesk Server. Ich habe das als Bestandteil jetzt in einer anderen Compose Datei mit drin. Tut aber nichts zur Sache. Ihr findet die komplette Datei zum Downloaden oder zum Kopieren auf meinem Blogartikel, den ich natürlich unten verlinke. Wichtig ist für unseren Rustdesk Server eigentlich nicht viel. Du musst eigentlich nur diese Ports konfigurieren, die sind alle schon vordefiniert. Dann haben wir einen Port mit UDP und die anderen laufen alle auf TCP/IP. Dann haben wir unser Image, was wir verwenden. Wir wollen immer always use really key, das heißt, es muss immer ein Key verwendet werden, eine Key-Datei, einen öffentlichen Schlüssel. Da kommen wir dann noch zu, wo ihr den findet. Dann haben wir hier den HDBS-Container, den soll er ausführen. Und da habe ich jetzt eine lokale IP-Adresse drinstehen, V4. Hat folgenden Grund: Ich betreibe diesen Relay-Server eigentlich nur lokal im internen Netz, der ist nicht öffentlich zugänglich. Von daher gesehen ja, reicht mir hier jetzt halt eigentlich die lokale IP-Adresse aus. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich möchte das natürlich im Internet haben für meine Kunden, dann kommt hier natürlich dann zum Beispiel deine Domäne rein. Da kannst du dann zum Beispiel, je nachdem, wo du den Port schlüsselst, du wirst wahrscheinlich eine Second-Level-Domain machen, zum Beispiel rustdesk.example.de oder rustdesk.beispiel.de auf Deutsch. Ho. Haben wir den Witz auch mal wieder rausgelassen. Ja. Dann, der Port ist klar, das ist der Connect-Port, der bleibt drin, der ist mit Doppelpunkt nochmal abgesetzt. Dann, wir generieren kein eigenes Volume-Laufwerk, das machen wir nicht. Wir mounten das einfach nur in ein Routen. Wir brauchen das eigentlich nur zum Zugriff auf die Key-Datei und da ist dieses Vorgehen vom Verzeichnis mounten in den Container eigentlich die einfache Lösung. Dann als Voraussetzung hast du hier den HDBR, der muss ausgeführt werden und er soll ständig neu starten. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir hier den Containernamen, die HBBR, das ist der zweite Container. Wir brauchen 2 Container für unseren Server. Der verwendet auch nicht mehr ganz so viele Ports. Dann haben wir hier unser Image. Da funkt uns wieder der Miner dazwischen. Ja, Willchen, haust du ab. Entschuldigung. Dann haben wir Command HDBR, das muss er ausführen. Das ist etwas anders jetzt wie zum Beispiel hier. Ne? Das seht ihr auch, hier wird HDBS ausgeführt mit den entsprechenden Parametern. Und HDBR wird einfach nur trocken ausgeführt. Dann verwenden wir hier als Mount-Verzeichnis genau dasselbe Verzeichnis wie das da. Hat folgenden Grund. Sonst müsst ihr die Key-Dateien in 2 verschiedene Verzeichnisse reinkopieren. In diesen Verzeichnissen ist aber nichts Unterschiedliches drin. Das heißt, es macht keinen Sinn, 2 Verzeichnisse zu mounten, wenn man eigentlich nur eines braucht, wo eigentlich alles drin liegt. Also mounten wir das Verzeichnis in beide Container gleichzeitig. Damit haben wir das Problem erledigt, dass diese 2 Container mit unterschiedlichen Key-Dateien arbeiten und dann das Ding im Endeffekt wieder mal nicht läuft. So, dann haben wir hier Volumes, das haben wir, und Endless Stop. Also immer wieder starten, es sei denn, der Container wird manuell beendet. Gut, das ist jetzt auch schon das ganze große Hexenwerk an dieser Geschichte. Ist eigentlich wirklich einfach, du musst also wirklich echt nicht viel machen. So, diesen Teil hier, also das Rustdesk, das ausgerammte, das könnt ihr eigentlich weglassen. Diesen Teil speichert ihr dann in einer Docker Compose Datei. Die kannst du ablegen, wo du möchtest. Da wird halt das ausgeführt von Docker und auch das Verzeichnis Remote, also Rustdesk Data, da habe ich es genannt. Genau, die hinterlegte Datei auf meinem Blogartikel, die ihr da runterladen könnt oder kopieren könnt, die hat hier oben natürlich jetzt noch Service drinstehen und hier unten das Gezedere auch noch einmal. Die ist dann angepasst. Hier ist es halt nur so, dass ich hier oben noch ein anderes Projekt drin habe, ne? Ein P-Hole und den, ja, deshalb habe ich den Service jetzt hier nicht dabei stehen. Aber wie gesagt, in der Docker Compose, die ich euch einstelle,
Im Blogartikel ist das drin, da passt das, das könnt ihr so hernehmen. Terminal öffnen. Gut, und wenn wir das eigentlich durch haben, dann können wir unseren Container Docker Compose Update starten. Gut, ich habe natürlich jetzt dann noch eine etwas größere Compose-Datei. Er startet hier etwas mehr. Er startet noch ein P-Hole mit. Die laufen in derselben Compose-Datei, aber das ist eine Sache für sich. Das ist dir völlig selbst überlassen, wie du das bei dir strukturierst. Ne? Also da kann jeder seinen eigenen Stiefel fahren. Machen wir das mal zu. Nein, vielleicht brauchen wir das noch. Gehen wir ganz kurz auf Docker zurück. Ich habe zum Beispiel hier unter Sicherheit drin stehen den HDWR, dann habe ich den HDWS und den P-Hole jetzt drin stehen. Ich habe das mit Sicherheit genannt, weil es für mich halt relevant ist, weil der Rustdesk-Server einfach natürlich mit der Key arbeitet und den Zugang absichert. Und den P-Hole, weil man Werbeblocker und Phishing-Blocker und alles mögliche ist, der läuft da auch mit. Das sind halt meine Sicherheitsprogrammchen so. Dann habe ich einen internen Core, da habe ich dann interne Sachen wie Portainer laufen, da kommen wir dann auch noch gleich zu. Und dann habe ich natürlich WordPress, die ganze WordPress-App, da ist natürlich mehr drin. Also wie du das strukturierst, ist deine Sache. Du kannst das jederzeit ändern, das ist unter Definition. Habe ich gewusst, brauchen wir doch mal. Das würdest du dann hier definieren unter Network. Security würde das dann angeben, dass das hier entsprechend aufgeführt wird. Ne? Also hier Security, das ist quasi das Netzwerk, wo das dann drin steht. So kann man sich hier seine Gruppen eigentlich ein bisschen anlegen und sich ein bisschen Übersicht verschaffen. Also wie gesagt, das ist nur Randnotiz, ist aber eigentlich auch nicht so wichtig. Gut, dann schauen wir uns das Ganze ganz kurz im Portainer an, wie man das da würde man das genauso auch einrichten. Also wie gesagt, da auch hier ist deiner Fantasie oder deinen Vorlieben keine Abneigung getan, was du bevorzugst, Docker Compose oder Portainer, ist eine Sache für sich. Es wird vorgeschlagen auf der Rustdesk Home-Seite, auf der Homepage von Rustdesk, dass man einen Portman am Laufen hat, um das zu nutzen. Es würde wohl mit Docker irgendwie nicht funktionieren und es gibt auch einige Beschreibungen im Internet, dass es da wohl Schwierigkeiten gibt. Ich habe mit diesem Setup überhaupt keine Schwierigkeiten. Wie gesagt, das Ding läuft wirklich gut. Den Portainer kannst du aufrufen mit deiner IP-Adresse von deinem Docker, wo du den Portainer installiert hast, mit dem Port 9000 Standardport, kennst du ja schon. Dann brauchen wir mal Local, einen neuen Stack, dann Add Stack. Vergesst das immer wieder. Ja. So, dann, ich habe die schon kopiert. So, dann könnt ihr hier die komplette Datei einsetzen. Hier seht ihr die auch. Ich stelle die euch nachher noch bereit. Den findet ihr, wie gesagt, im Blogartikel. Die ganze Datei. Was ihr dann halt anpassen müsst, ist ganz klar. Anpassen müsst ihr eigentlich nur diese IP-Adresse gegen eure Domain, beziehungsweise eure IP-Adresse. Ja, das vermerke ich dann, das ist dann auch in der Datei entsprechend gekennzeichnet. Das muss gemacht werden. Dann auf den ist zu achten, dass der drin ist, der ist wichtig. Wenn ihr meine Datei verwendet, dann habt ihr da weniger ein Problem. Und ansonsten gibt es ja eigentlich nichts weiter, was du abrechnen müsstest. Wenn du das nicht als Security in deinem Docker-Container drin haben möchtest, dann könntest du jetzt hier reinschreiben, Beispiel, ja, Beispiel ist jetzt blöd, oder? Sind wir uns einig. Jetzt haben wir uns wieder verrutscht. Wie nennen wir es denn? Crossdisk. Du kannst auch ein eigenes Dings machen. Dann würde jetzt quasi dann entsprechend extra auftauchen, nicht unter Security, sondern unter Rustdesk. Wie gesagt, und hier, da gibst du dann noch deine Domäne ein. Rustdesk.beispiel.de, also deine Domäne, Doppelpunkt, wenn das über Internet erreichbar sein soll, ist klar. Wenn das natürlich über Internet erreichbar sein soll, musst du natürlich deine Firewall entsprechend konfigurieren. Das ist schon mal ganz wichtig, dass diese Ports auch durchgehen. Im Prinzip hast du hier deine ganzen Portlisten, die du alle hast. Die brauchst du und die
decken sich eigentlich mit denen hier oben, außer den 17er, aber den 19er, ja, den kann man noch mal extra dazu, das deckt sich nicht ganz, aber vom Prinzip. Also eigentlich kann man eigentlich sagen, von 21.11.5 ne, gibst du alles frei bis 21.11.9. Und dann gibst du noch auf den 16er frei auf UDP. Dann hast du das in deiner Firewall eigentlich schon drinnen. Das ist eigentlich alles, was du dafür brauchst. Und dann musst du natürlich entsprechend deine Secondary Level Domain, also die wir jetzt hier verwendet haben, rustdesk auf deinem Serverbeispiel.de, noch weiterleiten auf deinen eigenen Server bei dir zu Hause oder auf deinem virtuellen Server, den du irgendwo im Internet bei Hetzner oder so gemietet hast, zum Beispiel. Das musst du dann halt auch noch einrichten, dass du natürlich die Weiterleitung dieser Adresse auf deine Maschine dann auch wirklich hast. Da kann ich aber vielleicht, wenn es interessant ist oder wenn euch das nochmal interessiert, ein Video zu machen, beziehungsweise ich verlinke euch nochmal ein Video dazu, das sich mit Cloudflare Tunnel beschäftigt. Damit umgeht ja auch, dass ihr IPv4, IPv6 mit DynDNS-Auflösung zum Beispiel nicht mehr ans Laufen bringt, weil ihr hinter einer sogenannten NAT sitzt und keine IP-Adresse im Internet empfangen könnt. Das würde man dann mit einem Tunnel lösen. Da verlinke ich euch noch einmal entsprechend einen Artikel in meinem Blog. Da ist auch ein schönes Video dabei. Da kannst du das dann auch nochmal angucken, wie du diese Einrichtung hier machst, dass wenn einer in Russland oder in Amerika oder in China deine Seite rustdesk-beispiel.de aufruft, dann auch wirklich auf deinem Rustdesk-Server verbindet. Okay? Gut. Dann kann man das hier auch eigentlich schon deployen. Deploy the stack und das Ding fährt hoch. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich das nicht brauche. Weil ich habe hier mein Security hier schon laufen. Da laufen ja schon meine Containerchen drin und deshalb brauche ich jetzt den Stack nicht. Warum mache ich das über... Ist vielleicht ein blöder Einstieg. Mal Docker allgemein ein bisschen. Sicher wird von Rustdesk jetzt empfohlen, hier Podman zu installieren und den zu verwenden, was im Prinzip nichts anderes als eine Docker-Oberfläche ist, ja auch im Vergleich. Könnt ihr auch im Internet suchen, Docker, VS, Podman, und dann könnt ihr da mal die Unterschiede feststellen. Podman ist zum Beispiel ein bisschen mehr auf Clustern ausgelegt. Da könnt ihr dann, klar, logisch, euer Rustdesk-Server clustern. Kinder, lassen wir die Kirche im Dorf. Sehen wir es einfach mal wirklich so. Ein Rustdesk-Server ist ein Server, der braucht einen Prozessor, 1024 MB RAM und sonst nichts. Ein bisschen Festplattenspeicher, der unter 1 MB liegt. Da reicht mir ein ganz normaler Dogger. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich auf einem Privatnotebook oder auf einem Zweiarbeitsplatz zu Hause, vielleicht nur fürs Kind, für ein Handy oder ein Tablet, hier einen Dogger am Laufen habe, in meinem Heimnetzwerk, dann bin ich eh schon Overtech. Ne? Man kann Docker für vieles brauchen, also wie gesagt, P-Hole, den findet ihr auch bei mir im Blog. Werbeblocker zum Beispiel, der geht halt leider nur mit Docker. Also ist durchaus schon angebracht, sich da Gedanken zu machen, wenn ich Docker installiere, nehme ich Docker, nehme ich Portman. Und dann gibt es noch weiterführende Sachen, die noch komplizierter werden. Ne? Also, ja. Ihr habt kein weltweites Netz und ihr braucht keine Cluster-Server und sonstiges. Es ist einfach alles viel zu überzogen. Also für euren normalen Heimgebrauch, ich sage mal bis 100 Anwender, reicht euch erstmal ein ganz normaler Dogger. Da ist Schluss. Und wenn es dann darüber hinausgeht, dann könnt ihr mehr verheizen. Ne? Dann seid ihr aber schon ein Kleingewerbe, habt eine eigene IT-Abteilung, die sich dann um den Rotz kümmert. Gut, das mal zum Thema dafür. Dann, ich verwende diese Stacks jetzt ja eigentlich nicht, weil es hat mit Datensicherung einfach bei mir zu tun. Ich sichere mit Walk Backup meine Daten. Das heißt, die Serverlaufwerke werden gemountet auf eine Linux-Maschine, werden dort abgesichert und wieder entmountet. So, und da kann ich für relativ kleines Geld, für mickrige Bytes, einfach die Compose-Dateien mit sichern lassen. Die kann ich mir aus der Sicherung einzeln rausziehen, kann die auf den Server rüberspielen, mit dem USB-Stick einspielen, übers Netzwerk drauf kopieren, Docker Compose ab-d und das Ding fährt hoch, pullt mir meine Container, setzt mir meine Volumes, alles ist in dieser Docker Compose
drinnen, was ich brauche, um meine Maschine sofort wieder zu restoren und hochzufahren. Die Sicherung der Volumes ist natürlich noch eine andere Sache, die muss man extra sichern, aber in dem Fall ist das Verzeichnis jetzt hier, da ist das einfach mitgesichert, da brauche ich kein Volume, das Verzeichnis wird einfach mit rauskopiert. Und dann ist das für mich einfach meine Sicherung. Wenn ich jetzt hier das mit Stacks mache, dann muss ich erstmal Portainer hochladen, muss meine Sicherung einspielen, muss das ganze Zeug. Ich bin in meiner Methode eigentlich viel schneller und ich spiele halt auch wahnsinnig viel an diesen Geräten. Ich experimentiere viel und von daher gesehen zerschieße ich halt schon mal das eine oder andere. Das ist ja ein Running System. Ich meine, meine Webpage, mein Blog, das läuft bei mir hier auf der Maschine, auch unter Dogger. Und wenn ich den abschieße, das merkt man immer wieder mal, dass man meine Seite nicht erreicht, ich gebe es ja auch wirklich zu, dann hat er das Problem, es muss schnell wieder laufen. Und dann kann ich mir halt einfach meine Docker Compose aus der Sicherung wieder drauf spielen, Compose ab und die Kiste läuft wieder. Da bin ich einfach schneller. Es ist Geschmackssache. Also ihr könnt das über Stack machen hier. Das ist dieselbe. Ihr verwendet einfach, Stacks ist nichts anderes als eine Docker Compose Datei eintragen. Es ist im Prinzip das Gleiche. Gut, was haben wir jetzt noch zu der ganzen Geschichte eigentlich anzumeckern? Dann schauen wir uns noch ganz kurz an, wo wir denn unseren Key herbekommen. Okay? Weil diesen Key brauchen wir ja. Sagen wir so, wir holen uns erst einmal die Key-Datei. Und zwar habt ihr in dem Verzeichnis, wo eure Docker Compose liegt oder euren Dings habt, das gemountete Verzeichnis, da geht ihr einfach rein. Bei mir heißt das jetzt rd-data. Das ist auch so in der Compose festgelegt. Wenn ihr das ändert, habt ihr natürlich hier auch einen anderen Verzeichnisnamen, klar. Die könnt ihr jetzt einfach aufrufen und dann bekommt ihr hier die ID-Datei angezeigt. Das ist euer privater Schlüssel. Den geht niemandem was an. Ne, den gebt ihr nie aus der Hand, den kopiert ihr auch nicht, den öffnet ihr auch nicht, den lasst ihr einfach geschlossen so liegen, den brauchst du nicht. Du brauchst diese Pub, das ist der Public Key. Kannst du mal aufrufen, reicht uns der Editor, just one. Und da steht unsere Key-Datei drin. So, die Key-Datei brauche ich jetzt auch nicht überblenden, die wird sich dann sowieso nachher nochmal ändern, wenn wir dann das Client-Image erstellen, das der Kunde direkt mit euren Server dann auch verbinden kann. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. Das spielt dann allerdings im nächsten Video, weil sonst dieses Video zu lange wird. Also im nächsten Video kriegt ihr dann die Anleitung, wie ihr den Kunden eine Datei schicken kann, ohne dass er was einrichten muss, die einfach nur aufruft und sich automatisch mit eurem Relay-Server dann verbindet, dass du ihn direkt dann auch supporten kannst. Na, brauchst du natürlich auch wieder die ID und um den Rechner aufzurufen, aber es läuft dann alles über deinen eigenen Server. Gut, das ist zum Thema Key-Datei, die kannst du hier mit Copy und Paste mal kopieren. So, dann schauen wir uns noch mal ganz kurz unseren Rust Desk Client an. Ihr braucht hier ein Netzwerk und hier steht jetzt die ID Relay Server drin. Ihr müsst es erstmal entsperren. Klickst du hier oben drauf. Und dann bist du drin. Also eingetragen wird ja eigentlich nur die Remote-Adresse des Servers. Also die ihr jetzt dann vergeben habt, zum Beispiel rustdesk.beispiel.de, was wir in der Docker Compose auch angegeben haben. Und dann hier unten diesen Public Key, den du kopiert hast, der kommt hier unten rein. Dann auf Anwenden gehen und das war es dann eigentlich auch schon. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr eine Client-Setup-Datei erstellt, wie die Konfiguration dafür ausschaut, dass du das direkt an den Kunden schicken kannst oder der Kunde sich das irgendwo aus einer Cloud oder so runterlädt, wenn du ihm nur einen Link schickst, das dann aufruft und automatisch mit dir verbunden ist. Aber das wird jetzt den Rahmen dieses Videos einfach sprengen. Ich quatsch wieder schon wieder viel zu viel. Seid ein bisschen nachsichtig. Ich bin halt nun mal einfach ein bisschen geschwätziger, aber bei mir gibt es auch ein bisschen Hintergrundinformationen und ein Weil und Warum dazu. Viele mögen es nicht, aber das ist eine andere Sache. Guti, damit läuft euer Relay-Server. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video geholfen hat, dass du die Sache ans Laufen kriegst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like für das Video sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre natürlich riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ansonsten solltest du Probleme beim Nachvollziehen, Umsetzen des Videos haben oder es bei dir aus irgendeinem Grund, was bei Computern ja öfters vorkommt, nicht funktionieren, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, die ich dir unten in der Videobeschreibung nochmal verlinke.
Die helfen dir und erledigen das für dich für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung. Das Ganze ohne Haken, Ecken und Ösen, keine Abos oder sonstige Verpflichtungen. Dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.